Die Nordkalotte ist Lappland, Land der Lappen oder Samen. Die Nordkalotte hatte Zusammenhang und regen Handel, bevor Grenzen gezogen und Kirchen gebaut wurden. Steuereintreiber kamen und Branntweinhändler. Lotten von Düben fotografierte 1868 Samen im schwedischen Lappland. Lotten von Düben begleitete ihren Mann, den schwedischen Arzt und Ethnographen Gustav von Düben, auf seinen Forschungsreisen. Ihre Bilder wurden nur als Vorlagen für Holzschnitte benutzt. Ein Winterdorf der Samen. Der Wohnplatz des Fischersamen Abmut Merak. Maria Nilsdotters Sommerkota. Hier war der Sommerwohnplatz der Waldsamen von Utja. In diesem Pferch wurden die Rentierkälber gekennzeichnet und getrennt. Ich kam hierher von den Bergsamen und war neu verheiratet. Es war spannend. Die Waldsamen hatten eine andere Art der Rentierhaltung, der ich mich anpassen musste. Karin hat dort Feuer gemacht. Rauchfeuer, um die Mücken zu verjagen. Dadurch konnten die Rentiere besser ausruhen. Das Arbeitstempo war auch langsamer. Das Kennzeichnen der Tiere ging gut. Frühmorgens gab man den Gang zum See frei, damit die Tiere trinken konnten. Damals kümmerte man sich sehr um die Rentiere. Man vermied es, sie zu hetzen und hielt sie nicht länger im Pferch als unbedingt notwendig. Wenn die Rentiere getrunken hatten, trieb man sie zurück und begann wieder, sie zu kennzeichnen. Ich glaube, die Menschen und die Tiere fühlten sich damals wohler. Man kam den Tieren irgendwie näher. Man war mit den Tieren mehr zusammen. Sie wurden fast zahm. Es war gemütlicher. Hier werde ich graben. Das ist eine gute Stelle. Ich suche immer da, wo es feuchtes Moos gibt. Um Birkenwurzeln von anderen Wurzeln zu unterscheiden, kann man so machen. Wenn die Wurzel bricht, ist es nicht Birke. Ja, es ist wichtig, gleich zu unterscheiden. Dann zerstört man nicht so viel im Boden. Das hier ist Birke. Man kann Birkenwurzeln auch in gefallenen und vermoderten Baumstämmen finden. Ja, das geht auch.
Ich mache es so, bei feuchtem Boden kann man die Wurzeln leichter hochziehen. Wenn ich Zeit habe, ziehe ich die Rinde gleich ab. In welcher Jahreszeit sammelst du die Wurzeln zum Flechten? Meistens im Frühjahr. Du siehst, dass es hier viele Fichten gibt. Aber wenn du nahe zu den Birken gehst, findest du gute Stellen. Kannst du alle Birkenwurzeln, die du herausziehst, verwenden? Ja, natürlich. Wenn ich entrindet habe, sortiere ich. Die gröbsten spalte ich der Länge nach. Das ist wohl eine zeitraubende Arbeit. Ja, aber für das Flechten im Winter muss dann alles Material gesammelt sein. Es ist dir wichtig, den Boden wieder in Ordnung zu bringen. Man kann nicht weggehen, ohne die Erde und das Moos zurückzulegen. Meine Mutter hat mich gelehrt, alles wieder in besten Zustand zu bringen. Da war sie genau. Ich trete es fest, dann wächst es wieder. Jetzt, glaube ich, sieht keiner, dass wir hier gewesen sind. Jetzt können wir weitergehen. Das war falsch. Wer gekocht hat, soll zuerst nehmen. Dann kriegt man selber den Satz, wenn der nicht gesunken ist. Darf ich das Messer leihen? Wie gemütlich wir es am Feuer haben. Der Kaffee schmeckt besonders gut, wenn man ihn mit Quellwasser gekocht hat. Die Sonne ist weg. Es qualmt. Ich muss die Scheite richten, damit sie brennen und nicht rauchen.
Eine Salzflasche aus dem vorigen Jahrhundert, ein Erbstück in Lydia Ones Familie. Der einst fischreiche See Sitasjaure wurde Wasserspeicher für das Kraftwerk Ritsem. Sitasjaure ist ein Quellsee des Lyle-Flusses. Stora Sjöfallet war Europas mächtigster Wasserfall. 1919 begann man mit dem Bau des Suorva-Staudamms. 5 Quellseen des Lyle-Flusses, Rehnweideland, Urwald und mehr als 250 Koten der Samen wurden überschwemmt. Die Samen wurden überhaupt nicht gefragt. Der Damm wurde seither 3-mal erhöht und speichert heute 5.900.000.000 Kubikmeter Wasser. Stora Sjöfallet gibt es nicht mehr. Es gibt kleinere Wasserfälle, wie hier im Kvikkjokk, aber der Lyle-Fluss ist mit 16 Kraftwerken völlig ausgebaut. Harsprunget, der Hasensprung, hieß dieser Wasserfall, den Lotten von Düben 1868 fotografiert hat. Staudamm und Kraftwerk haben ihn ersetzt. Fallhöhe 107 Meter, Leistung 940 Megawatt. Stora Lyle 11, der große Lyle-Fluss, hatte in tausenden Jahren einen Canyon gebildet. Der erste der 3 Porjus-Fälle 1868. Staudamm und Kraftwerk wurden in Porjus schon 1909 errichtet. 1980 wurde der Damm erhöht und ein neues Kraftwerk gebaut. Das Dorf der Kraftwerkarbeiter ist geblieben. Die Lebensbedingungen der Arbeiterfamilien waren hart. Das ist eine Tauchermannschaft in Porjus 1911. Wenn man Dämme in einem Fluss baut, muss man bestimmte Untersuchungen und Arbeiten im Wasser machen. Das ist ein Bild des ersten Damms in Porjus. Und das Material des alten Damms, der jetzt in dem neuen Damm liegt, ist Gestein vom Sprengen der Tunnel und Maschinenhallen. Und das wurde auf Gleisen mit der Dampflok hinaustransportiert. Heute wird die Steinschüttung mit Trucks hingefahren. Messaure ist mit 87 Metern Fallhöhe Europas größter Erddamm.
Es gibt keine Felchen im See. Das ist beunruhigend. Wie war es früher mit dem Fischbestand? Na, das weiß ich noch. Die Felchen wogen bis zu 2 Kilo. Es gab auch Lachsforellen und Hechte, schöne Barsche und Äschen. Aber Äschen sind selten geworden. Nicht nur die Fischerei ist zerstört, das steigende Wasser des Stausees hat auch die Häuser beschädigt. Wie empfindest du das? Schlimm. Auch wenn es an bestimmten kurzen Strecken jetzt Steinschüttungen gibt, hilft das nicht viel. Das Grundwasser steigt, weil der Wasserspiegel gehoben und gesenkt wird. An den Ufern brechen Erde und Lehm ab. Das Wasser ist ganz bräunlich. Und was hat das für dich und die Leute hier im Dorf bedeutet? Natürlich haben wir darunter gelitten. Die Wasserregulierung hat uns große Schäden verursacht. Jedes Jahr wurde es schlimmer. Wenn ich in 10 Jahren noch lebe, wie sieht es dann aus? Man will nicht dran denken. Was war das Schlimmste? Vieles war schlimm. Das Wasser untergräbt die Ufer und frisst sich immer weiter. Die Bäume stürzen um. Oben der Damm in Jauruskaska hindert die Fische, flussabwärts zu kommen. Eure Häuser? Ja, unsere Häuser. Natürlich haben einige Hilfe bekommen. Aber mein Haus wurde so beschädigt, dass ich da nicht mehr wohnen konnte. Die Grundmauern wurden beschädigt, weil sich das Haus bewegte. Nicht genug damit, brannte das Haus schließlich, weil die Schornsteinmauer Risse bekommen hatte und der Stromkasten für das Heizsystem Feuer gefangen hat. Wenn das Haus sich hin und her bewegt, dann ist das nicht einfach. Dann zersprangen die Fensterscheiben und die Türen gingen nicht mehr zu. Als die Schäden untersucht wurden, hast du da Hilfe bekommen. Für einen Teil der Schäden will Vattenfall nicht aufkommen. Es ist schwer, Recht zu bekommen. Ich habe beim Wassergericht geklagt und bekam als Antwort, dass mir die entstandenen Schäden ersetzt würden. Sicher, ich bekam 16.000 Kronen, aber die Summe deckt bei weitem nicht die Schäden, die Vattenfall verursacht hat. Der Brunnen ist zerstört. Wer soll die Schäden beheben? Ich meine Vattenfall. Ich kann es nicht. Bestreitet Vattenfall die Schäden? Die bestreiten das meiste. Mit den Anwälten von Vattenfall kann man kaum reden. Die sagen nur, stopp, das ist so und was dann? Wie sollen wir beweisen, wenn die Schäden nicht Beweis genug sind? In 10 Jahren vielleicht, aber da ist wohl alles zerfallen. Wie die anderen hier im Dorf hast du das Wasser im Keller gehabt. Ja, die kam mit einer Pumpe, klar. Und die Pumpe ging den ganzen Sommer. Vom 16. Juni bis Dezember hat man täglich gepumpt. Das war unglaublich. Und trotzdem war es mein Fehler. Aber so ist das. Ja, kann ich sagen. Die Kahlschläge der gebirgsnahen Urwälder und besonders das Pflügen der Kahlschläge haben biologische Wüsten geschaffen. Pflanzen- und Tierarten sterben aus. Die Rentiere überqueren nicht die Kahlschläge mit ihren tiefen Furchen, mit Wurzelresten und trockenen Ästen. Hier sind die Hängflechte und die Rentierflechte verschwunden, ihre wichtigste Nahrung.
Erzgruben, die bei schlechten Weltmarktpreisen stillgelegt wurden, füllen sich mit Wasser. Kirunavara Schneehuhnberg heißt der Erzberg von Kiruna. Seit 100 Jahren wird hier Eisenerz abgebaut. Im Sommer 1990 waren es 1 Milliarde Tonnen. Die Stadt ist jung. Auch der Lachsberg, Luossavara, drüben auf der anderen Seite, ist ein Erzberg. Von ihrem See Jukkasjärvi hat man die Samen vertrieben, als die Erzproduktion in Gang gekommen war. Der Erzberg Kirunavara beherrscht die Stadt. Zum gegenwärtigen Arbeitsplatz fährt man etwa 10 Kilometer mit dem Personalbus. Die unterirdischen Strecken, Orte und Stollen im Schneehuhnberg haben eine Gesamtlänge von 400 Kilometern. Der Scheibenbruchbohrer wird von einer Hütte aus gesteuert und überwacht. Eine Verlängerungsstange des Bohrers wird aufgeschraubt. Man bohrt 80 Meter schräg nach unten. Der gefährliche Steinstaub wird aus dem Bohrloch abgesaugt, aber es bleibt doch viel in der Atemluft hier vor Ort. Helge Teure überwacht die Bohrmaschine. Ingemar Stolnacke transportiert das gesprengte Erz mit dem Wurfschaufellader zum Sturzschacht.
Das Erz aus dem Sturzschacht wird ferngesteuert in Waggons geladen. Die Steuerzentrale liegt auch unter Tage. Das Beladen der Waggons steuert Olavi Hartikainen. Der Zugführer Börje Andersson. Der KGB kriegt das schon hin. Moment, ich nehme den neuen roten Stift. Kom igen. Ja. Hör du, den här i 441, den håller ju jävla bra. Der 441 hat saugute Phosphorwerte und Kalium, alles ist gut. Aber der Eisengehalt ist ein bisschen niedrig. Och sen den här 392 Der 392 war gestern auch schwach, aber jetzt ist der Eisengehalt okay. 66%. Du 191, der fährt wohl im Schacht im Nordende. Gedicht des Bergarbeiters Henning Panzerl. Wir und unsere Väter haben gebohrt und gesprengt und geladen, bis uns die Kräfte verließen. Wir bohren, sprengen, laden, immer wieder. Der Bohrstahl ist scharf, die Kraft der Ladeschaufel gut und die Sprengsalven unter dem Berg dröhnen. Trotzdem, wenn auch verletzt, steht noch der Berg. Nach dem Brechen, Separieren und Aufbereiten landen Millionen Tonnen taubes Gestein auf der Halde.
Taubes Gestein wird als Baumaterial nach Norwegen verkauft. Auf der Erzbahnstrecke Malmbanan, die 1898 bis 1902 gebaut wurde, fahren täglich bis zu 30 Züge, die meisten mit Eisenerz in Pelletsform. Die Erzbahnstrecke zwischen Kiruna und Narvik ist 168 Kilometer lang. Der Fotograf Borg Mesch hat die Bauarbeiter fotografiert. Werkzeug und Lebensmittel mussten anfangs auf dem Rücken durch die Wildnis zum Bauplatz getragen werden. Vom Materialweg findet man Brückenreste und Wegbefestigungen am Steilhang. Kurz nach der norwegischen Grenze gibt es eine Gedenkstätte. In der Nacht vom 17. auf den 18. Juli 1942 wurden an dieser Stelle 168 jugoslawische Partisanen von den deutschen Faschisten erschossen. Ruinen der Unterkünfte der Jugoslawen. Diese Gefangenen hatten für die Deutschen eine Straße gebaut. Als die Straße fertig war, wurden sie erschossen. Neben der neuen Europastraße kann man Reste der von Jugoslawen gebauten Straße sehen. Wegstücke, die nirgendwo hinführen. Die Erzbahn fährt hoch über dem Fjord Rombaksbotn. In der Seeschlacht vom 13.04.1940 wurden 10 deutsche Zerstörer von den Engländern versenkt. Der Zerstörer Georg Thiele fuhr mit voller Geschwindigkeit auf die Felsen der Syltbucht.
Der Erzhafen von Narvik. Im Krieg wurde er zerstört. Hauptabnehmer des schwedischen Erzes ist immer noch Deutschland. Im Tysfjord liegt das samische Dorf Musken. Hier lebt der Fischer Ivar Pedersen. 1940 bis 1945 hat er Flüchtlinge über die Grenze nach Schweden gelotst. Mit Ivar fahren wir bis zur innersten Bucht des Fjords, zum Fluchtweg und zu den Verstecken. Ja, maar ik heb een uitdruk tegen. Ja. Ah, wel. Ja. Ja, dat was het. Ja. Hadi. Arjetta så att det var spannande. Ja. Arjetta så att det var spannande. Ja, bara kika. Hani kan det där. Nu. War hier dein Wohnplatz? Ja, hier habe ich gewohnt. Da in dem weißen Häuschen. Wo ist der Pfad, auf dem du die Flüchtlinge geführt hast? Der Pfad geht da den Abhang hoch und folgt weiter dem Tal. Und im Winter gingen wir in die Richtung. Da kamen wir zu einem Bergsee und von da weiter, da führt ein Pfad über den Berg. Und wo kamt ihr dahin? Als wir zum See kamen, wanderten wir zur schwedischen Grenze. Das war nicht so weit. 13 Kilometer über die Berge. Erzähl, wie es damals war. Es gab doch nicht überall Telefon. Wie habt ihr erfahren, dass Krieg war? Wir haben es von den Soldaten erfahren. Habt ihr es bald erfahren? Doch, ja. Wie hast du die Flüchtlinge nach Schweden gebracht? Wir waren ein Paar, die den Menschen geholfen haben, nach Schweden zu fliehen. Wir haben sie bis Vaisa begleitet und da gab es eine Aufnahmestelle. Manchmal führten wir sie bis in die Nähe der schwedischen Grenze, aber meistens gingen wir mit ihnen bis auf die schwedische Seite. Im Winter fuhren wir auf Skiern. Was waren das für Leute? Alle möglichen. Norweger, Österreicher, Tschechen, Deutsche, Russen. Einmal fanden wir einen baumlangen Russen, der war so groß, dass wir gezwungen waren, Schuhe für ihn zu verlängern. Er kam ja ohne Schuhe. Der Russe war riesig, 2,10 Meter lang. Aber wir haben es geschafft.
obwohl er ohne Schuhe kam. Wir haben ihn nach Schweden gebracht. Ich kann erzählen, dass wir die Flüchtlinge oft versteckt haben. Wir versteckten sie in Felsspalten am Strand. Manchmal haben wir die Leute in großen Höhlen versteckt und in Erdkellern, wenn wir sahen, dass die Deutschen kamen und es gefährlich wurde. Da blieben sie dann drin, bis die Deutschen abzogen. Die Verstecke waren vorbereitet. Es gab Essen und Lampen, damit die Leute da ein paar Tage bleiben konnten. Ich erinnere mich, dass wir einige Flüchtlinge 4 Tage lang vor den Deutschen versteckt hielten. Wir mussten sie im Erdkeller verstecken. Wir hatten eine Öffnung gegraben, die wir tarnten. Da ließen wir Essen hinunter. Es ging prima. Nachts haben wir uns hingeschlichen und nachgesehen, ob alles in Ordnung war. Sowas mussten wir oft machen. Wir hatten Flüchtlinge, die länger blieben und bei uns mitmachten. Zum Beispiel Österreicher, Tschechen. Es gab einen Ingenieur aus Österreich, der lange bei uns war. Er hat uns viel geholfen und fuhr auch mit dem Boot, um in Schöpswig Lebensmittel einzukaufen. Manchmal ging er mit und führte Flüchtlinge in Sicherheit. Es ging ganz gut, nur im Winter war es schwierig. Ist jemand erfroren oder verletzt worden? Nein, von denen, die ich hinübergeführt habe, wurde keiner verletzt, soviel ich weiß. Aber das ist klar, Fußverletzungen hat es wohl gegeben. Ansonsten haben die Flüchtlinge alles gut geschafft. Wir haben sie ja alle bis zur schwedischen Grenze bei Weissa begleitet. Ich glaube nicht, dass einer weggekommen ist. Da war übrigens einer aus Finnland, der wollte allein über die Grenze. Wir haben nichts von ihm gehört, aber ich glaube, er hat es geschafft. Det var inte. Det är det. Sticker vi den också. Nu blir det stick. Nu är det. Ja, så kan man ifrån. Sen är det slut nu, det var väl av oss.
In der Bucht von Alta, nicht weit vom Nordkap, hat man 1973 unter Moos und Heidekraut Tausende von Felsenbildern entdeckt. In verschiedenen Epochen wurden die Bilder in den Stein gemeißelt. Einzäunung mit Rentieren, Pferch oder Falle. Das Bild ist über 6000 Jahre alt. Die Holzkirche der Stadt Alta ist über 150 Jahre alt. Eins der wenigen alten Gebäude im norwegischen Lappland. Beim Rückzug unter General Rendulic im Winter 1944 galt die Taktik der verbrannten Erde. Schiffe und Boote wurden versenkt, Brücken und Fabriken gesprengt, Wohnhäuser verbrannt, auch Tiere mit Petroleum übergossen und verbrannt. In der eisigen Polarnacht wurden 70.000 Menschen obdachlos. Behelfsheim in einem Fischerdorf 1945. Hinter dem Rentierpferch bei Kautokeino die NATO-Anlage der Amerikaner. Noch sind die Nordkalotte und das Eismeer ein Waffenarsenal. Im sowjetischen Teil der Nordkalotte ist Murmansk Gebietshauptstadt. Während des Krieges völlig zerstört, aber von den Deutschen nie erobert. Die Frontlinie verlief 60 Kilometer westlich der Stadt. Murmansk ist der einzige eisfreie Hafen im Norden der Sowjetunion und wichtiger Marinestützpunkt, vor allem für Atom-U-Boote. (1942) lieferten die Engländer und Amerikaner in Geleitzügen dringend benötigte Waffen an die Sowjetunion. Deutsche U-Boote und Fliegerverbände versenkten zahlreiche Transporter dieser Konvois. Viele Seeleute fanden den Tod im Eismeer. Auf dem Murmansker Friedhof ruhen die im Lazarett Gestorbenen. Die Murmansker Region, das heißt die Kola-Halbinsel, ist reich an hochwertigen Erzen. Eine der 5 Apatitgruben in den Chibin-Bergen. Hier hat man seit 1964 einen Erzberg abgetragen. Man hat aus einem Berg ein Tal gemacht. Aus dem Apatiterz gewinnt man vor allem Kunstdünger, Nephelin für die Aluminiumherstellung und Titan. In der Talsohle gibt es 5 Sturzschächte, in die Riesendumper jeweils 100 Tonnen Erzbrocken abkippen, 400 Meter tief in den Berg. Unten übernehmen Züge das Erz und transportieren es durch einen 5 Kilometer langen Tunnel zur Aufbereitung.
Die Eisenerzgrube Olenegorsk. Gesprengt wird samstags. Hier ist etwas schiefgegangen. Bei dem gerade aufziehenden Unwetter hat sich der Wind plötzlich gedreht und treibt den giftigen Rauch auf die Stadt Olenegorsk zu. Die Wohnsiedlung der Bergarbeiter liegt nah an der Grube. Das in der Schwimmaufbereitung vom fein gemahlenen Erz getrennte taube Gestein wird mit Wasser in einen See gepumpt und bildet am Ostufer einen riesigen Sand- und Staubdamm, der allerdings nicht dicht hält. Am Westufer des Sees ersäuft der Wald. Das hier war die Waldtundra von Montchegorsk. Der giftige Rauch des Severo-Nickel-Kombinats in Montchegorsk hat sie zerstört. Früher war die Tundra Rentierweideland der Samen. Jetzt sitzt das Nickelgift für Jahrhunderte im Boden. Auch große Waldgebiete in Finnland sind vom Schwefeldioxid des Nickelkombinats zerstört worden. Das Unternehmen Severo Nickel in Montchegorsk, ein Schmelzwerk für Nickel und Kupfer. Jetzt soll der finnische Konzern Outokumpu dieses und ein zweites Werk an der norwegischen Grenze sanieren für 1,5 Milliarden D-Mark.
Ein Behandlungsheim für Angestellte des Kombinats. Welchen Doktor wollen Sie haben? Ich weiß nicht. Waren Sie schon mal hier? Nie. Zum ersten Mal. Wie arbeiten Sie am Montag? Ich habe Tagesschicht. Welche Zeit? Zwischen 8 und 5. Können Sie Dienstag um 17:30 Uhr hier sein? Sie können unseren Bus nehmen. Und Montag? Da habe ich keinen Arzt für Sie. Es wird der Arzt, den ich genannt habe. Es sind die Lungen. Montag, den 24. also. Da werden Sie bei uns behandelt und treffen den Arzt, den ich aufgeschrieben habe. Soll ich morgens kommen? Nein, zwischen 1 und 2. Soll ich mich umziehen? Sie gehen erst hierher und dann dahin. Essen gibt's zwischen 1 und 2. Wie komme ich rein? Sie bekommen meine Karte, damit kommen Sie rein. Können Sie die Plätze tauschen? Moment. Aus Nickel gemacht. Es sind meist Erkrankungen der Atemwege und Nervenleiden, die hier behandelt werden müssen. Die Nickelgifte verursachen Krebs. Kupfervergiftungen sind lebensgefährlich. Im Schwimmbad des Heims. Der Wind treibt den Rauch meist von der Stadt Montchegorsk weg, in Täler, die heute verwüstet sind. Bis 1930 gab es hier nur Wälder und Seen. Die Samen fischten, jagten Wildrentiere, Bären und Polarfüchse, so viel sie fürs Leben brauchten. Monche ist ein samisches Wort und bedeutet schön. Hier am Ufer des Imandra-Sees stand ein einziges Haus, als der Geologe Versmann 1930 beim Moncheberg Nickelerz fand. Es war das Blockhaus des samischen Fischers und Jägers Kalina Iwanowitsch Agripow. In dem kleinen Museum der Stadt Montchegorsk ist der Familie Agripow eine Wand gewidmet. Der alte Agripow. Kalina Iwanowitsch Agripow und seine Verwandtschaft.
Der alte Mann und seine Familie wurden ein paar Jahre später hingerichtet. Man hatte ihm vorgeworfen, die verbotene Stadt Fremden gezeigt zu haben. Das Nickelwerk ist von zigtausenden Gefangenen aufgebaut worden. 1939 begann die Produktion. Hier nochmal der alte Agripow. Im Park von Montchegorsk. Die Lehrerin Natalja Pitschogina fährt oft mit ihren Schülern in die Umgebung von Montchegorsk. Biologieunterricht im Freien. Sie will ihre Schüler lehren, Forderungen zu stellen, zu ändern, was geändert werden muss. Diese Landschaft hier versorgt unsere Städte mit Sauerstoff und bewahrt ein bestimmtes Klima. Es zeigt sich aber, dass sie geschädigt wurde. In diesem Gebiet gab es viele Wasserläufe, die von dem Berg da hinten kamen. Diese Bäche führten so viel Wasser, dass sie früher sogar Fische hatten. Und ihr wisst ja, was für Fische es in den Bächen gibt. Forellen und andere Süßwasserfische. Das ökologische Gleichgewicht in diesem ganzen Gebiet ist gestört. Das bedeutet, dass ein Teil der Landschaft versumpfen wird. Da oben und da unten ist es nicht mehr normal. Ganze Arten der Fauna in diesem Tagebaugebiet sind vernichtet. Ornithologen haben festgestellt, dass wir 10 Vogelarten verloren haben. Menschliche Tätigkeit hat diese Folgen gehabt. Und es gibt andere Probleme. Wenn wir diese auf richtige Weise lösen und dazu die Mittel hätten, könnte alles wieder ein normales Aussehen bekommen. Dafür gibt es im Ausland Beispiele. Tagebaugebiete wurden wiederhergestellt und der Natur wurde ihr ursprüngliches Aussehen wiedergegeben. Man hat neu kultiviert. Wo tiefe Gruben waren, haben sich Seen gebildet und an den Ufern hat man Ferienhäuser gebaut. Und manchmal ebnet man ein und bedeckt alles mit Humus, in dem wieder Pflanzen wachsen können. Und die Jahre vergehen.
in südlichen Gebieten etwa 5 bis 10 Jahre. Aber hier im Norden vergehen 15 bis 20 Jahre, bis auf den ehemaligen Tagebaugebieten wieder Pflanzen wachsen. Mit der Samenverbreitung bildet sich nach einiger Zeit Laub- und Nadelwald und ihr bekommt die Natur zurück, die der Mensch jetzt auf verschiedene Art zerstört hat. Nur auf unserem Tagebaugebiet sehen wir zurzeit leider nichts davon. Die erste Grube hat sich auf natürliche Weise erholt, selbstverständlich sehr langsam. Da gibt es jetzt einige schöne Stellen, wo sich die Leute sicher Wochenendhäuschen bauen würden, wenn man ihnen dabei helfen würde. Wenn man ihnen etwas Humus gäbe. Der Pflanzenwuchs braucht viel Zeit. Jetzt sind es 20 bis 25 Jahre her, seit hier Erz abgebaut wurde, und noch immer ist wenig gewachsen. Das zeigt, dass es sehr langsam geht, wenn man nicht nachhilft. Die Leute, die hier in dem ehemaligen Tagebaugebiet arbeiten, seht mich bitte an. Sie haben die Aufgabe, die Landschaft wiederherzustellen. Diese Pläne sind abhängig von Ressourcen. Es wird aber kein Geld dafür bereitgestellt. Deshalb ist es nicht möglich, die Landschaft da hinten neu zu kultivieren. Sie können die Natur nicht wiederbeleben. So ist es. Jetzt könnt ihr euch hier umsehen, wie schön es hier ist. Es gibt wirklich nichts zu sehen. Seht euch die Nadelbäume an. Sie leiden unter dem Staub und den Abfällen von Müllhalde und Kombinat. Bald sieht man selber aus wie ein Kombinat. Вот так все это происходит. Это все сводилось только к тому, что все попало. Ведь это источник развития различных возбудителей желудочных, кишечных заболеваний. Различных заболеваний, которые животные переносят. Es gibt hier verschiedene Krankheiten, mit denen sich die Tiere gegenseitig anstecken. Und sie sind von Würmern und Parasiten befallen. Es ist also ein gesundheitsgefährdendes Gebiet, in das man nicht hineingehen sollte. Wie ich vorhin schon gesagt habe, war das Gebiet hier mit Steinen bedeckt. Mit was? Камень, мелкий камень дробный. И то, что уже наверх, то, что уже кинули наверх. Ihr könnt euch die Umweltverschmutzung vorstellen. Auch bei der gewöhnlichen biologischen Zersetzung wird die Atmosphäre verschmutzt. Hier ist die Verschmutzung enorm und der Müllplatz muss stillgelegt werden. Es wird jetzt auch ein Beschluss gefasst, hier dicht zu machen. Wie man dann vorgehen wird, ist nicht klar. Wahrscheinlich schüttet man Kies drauf. Dadurch wird der Boden abgedichtet und die Tiere können die Verunreinigungen nicht weitertragen. Dann wird das hier ein sehr gutes Gebiet. Weil Papier, Stoffe und so weiter sich zersetzen. Polyester und andere Plaste zersetzen sich allerdings nur sehr langsam.
Es war ein schrecklicher Fehler, hier Plaster abzuladen. Es wird sicher Jahrzehnte dauern, bis die sich zersetzt haben. Und Glas liegt 70 bis 80 Jahre, bevor es den kleinen Mikroorganismen gelingt, es zu zersetzen. Alle diese sich schwer zersetzenden synthetischen Stoffe, Teere, Farbstoffe, Lacke, Glas und vielleicht besondere Legierungen in Metallteilen, die liegen da weiter und verschmutzen. Die Pelztierfarm in Puschnoi, 80 Kilometer südlich von Murmansk. In diesen Ställen werden jeweils 15.000 Nerze und 52.000 Polarfüchse hochgezogen. Solche Farmen gibt es auch im skandinavischen Teil der Nordkalotte. Die Pelze dieser Farm werden zum größten Teil in den Westen exportiert. Geht man an den Drahtkäfigen vorbei, werden die Jungfüchse unruhig. Sie sind 3 Monate alt. Mit 6 Monaten ist ihr Pelz am besten. Da werden sie getötet. Das Restaurant in Lowosero hat die Form eines Samezeltes, einer Kota. Lowosero ist Zentralort der rentierhaltenden Samen und Komi. In den 50er und 60er Jahren hat man 6 samische Gemeinden aufgelöst und die Leute, oft gegen ihren Willen, hier angesiedelt. Kunsthandwerk der sowjetischen Samen im Museum von Lowosero. Das meiste stammt aus der Zeit der Jahrhundertwende. Где там ты? Так, о, молодец. Ein Rauchfeuer gegen Mücken am See von Lowosero.
Valentina Danielowica singt ein altes samisches Lied. O Segelboot, lieb Segelboot, vom Strand bist du zu weit entfernt, erreichbar mit dem Blick, nicht mit der Stimme. Ich warte auf den Wind, der es mir nah ans Ufer treibt, dann steige ich in ein anderes Boot, nicht weit von ihm, und fahre, wohin es segeln will. Über weite Meere und tiefe Seen, auf großen Flüssen, o Segelboot, lieb Segelboot. Zu zweit kämpft man besser gegen schwere Stürme und bittere Winde und hohe Wellen. Und wenn ein anderer Wind in fernes Land mich bringt, sollst du wissen, Segelboot, dass ich auf dich warte, des Tags, des Nachts und Jahre, auch ein Jahrhundert. Ako say poko itena ko say poka shenden hasta punte kasta hol mia ya say kustega da rakte shmor vel roda ya negukta goya Averska non begar merle ya shur ya re chapagakta Asona milte tolka shurra anam pavansa shurnam vansa bashalla got belka alda kargasa asaydu yehnam bayalna aparakar shurra vansa kachaya da tolka porya sanjas Ashalla da da matras parna vejana wa da Habe ich es gut gesungen? Sehr gut. Jana Klaut. Man is Klaut, man Jana. Man is Jana. Jana Klaut, man jij trebersit pa jasli. Mama, Die Mädchen sollen singen. Ну, давай оставь. Громче. Das Lied kennen auch die skandinavischen Samen. Der Fischerjunge Lasse sitzt traurig in seinem Boot. Sein Mädchen ist weg. Bald wird sie zurück sein und dann ist auch sein Boot voller Fische. Ihr hättet nicht aufhören sollen. Alexandra Antonova will das Lied vom Rentierhirten singen. Kocht wie het. Ja, zo'n lalle wieten, zo'n man met lauwen. Но все равно едет. Ужас. Самос. Едет. Не ковыряйте, погодите. А вот мне Walchale brenna jedda chutze ja kalamil. Und wieder ist die Erde nass vom Regen. Rentierherden laufen über Moos und Flechte. Ich bin zusammen mit meinem Wascher. Er ist Rentierhirt in der Tundra. Seine Arbeit ist schwer.
In der Tundra bei Schnee und Regen braucht man den Schlaf in der Nacht. Du musst wach bleiben, bis dein Rentier hört. Die Herden sind zahlreich in unserer Gemeinde und das Rentier hat einen starken Willen. Und das Leben des Rentierhirten gehört zu dem Schlitten und weit entfernt ist der Wohnplatz. Deshalb breitet zum Ruhen dem Hirten ein Rentierfell aus auf der Tundra. Die großen Flüsse gibt man nicht weg, wie man Gold geben kann als Geschenk. So ist das Leben der Hirten in der Tundra, die sie durchqueren. Unsere Lieben, sie hüten die Rentiere, sie tun es trotz aller Härten. Er, der Rentierhirt, ist Freund der Tundra seit uralten Zeiten. Ihr verdankt er alles, ihr und dem Lagerfeuer. Und wäre da kein Rentierhirt in der Tundra, sie wäre leer und verwüstet. Het me jelde bent op een tichtje, oïne, je gaat het meer paar met jelde, jaren spinjo, dat metele jelde, Парна сирова, парна нечкнова, нитete вызгаваична. Ука, лястана кука, айла, ляхала. Ука, лястана кука, айла, ляхала. Нейта лыськова каньлete чистого ради келесельтого шалостья. Ука, ляхтана кука, айла, ляхала. Ука, ляхтана кука, айла, ляхала. Парна сорнене нейдете отзывы тахтава сомье нойтледе. Ука, моджите мока, айла, лавяспай. Ука, моджите мока, айла, лавяспай. Ich bin ganz eingeräuchert. Лянч на плапок, там покойно кусочку. Тёла. Быть пойнал. Любит в Ганскалах, да? Ну, май. Stellt euch auf zu einer 8. Was хотите?